sehr, gibt es Seelenverbindungen? Gibt es Wesen, die sich besonders nahestehen, die gemeinsame Aufgaben haben, zum Beispiel? Wie siehst du das? Ja, also es ist so, dass ihr immer in eurer ganz eigenen Energie euch befindet, weil ihr erschafft die Welt um euch herum permanent. Aus euren verschiedenen Zellen heraus, aus jedem Atom und jedem Partikel heraus erschafft ihr eure Welt. Und dann, wenn ihr die Welt erschafft, übersetzt ihr die Welt, die ihr erschaffen habt, immer nur anhand eurer Ideen. Euer Gehirn, mit dem ihr so stark identifiziert seid, oder das euch so stark als Mensch identifiziert sein lässt, ist nur der Übersetzer eurer Realität. Und all das, was euer Gehirn übersetzen kann, ist das, was eure Realität wird, innerhalb eurer Energie. Jede Seele, die ihre Erfahrung hat, hier auf diesem Planeten oder auf anderen Planeten, arbeitet genau so. Sie erschafft ihre ganz eigene Welt aus ihrer Energie heraus und übersetzt sie aus ihrer Welt mit dem, was sie übersetzen kann, mit ihren Ideen und Konzepten. So, damit ist jeder in seiner Energie, jede Seele für sich in ihrer Energie. Das gewährleistet, dass jede Seele die Erfahrung machen kann, die sie machen möchte. Und das ist wichtig, um als Ausgangsposition zu verstehen, Mhm. wo wir jetzt hingehen. Es gibt Seelen, die mit anderen Seelen ganz oft Dinge erfahren und durchleben. Man kann sich das vorstellen wie verschiedene Häuser. Verschiedene Häuser, die die Energiefelder bilden. Und dann gibt es Häuser, die aneinander gebaut sind, die ganz nah miteinander sind. Und man ist schon fast mit den Nachbarn wirklich man fühlt die Nachbarn durch diese Energie, durch die Wände hindurch. Man ist vertraut mit den Energien des Nachbarn. Und so kann man sagen, gibt es Seelen, die ganz doll vertraut sind, die in einem Haus wohnen und das schon seit Inkarnation für Inkarnation für Inkarnation. Aber sie befinden sich trotzdem in ihrer Energie, aber sie sind unglaublich vertraut mit den Energien ihrer Nachbarn. Ich sage dazu Seelenfamilie. Es Mhm. heißt nicht, dass diese Seelen alle aus einer Familie kommen, aber sie teilen sich ganz viel Bewusstsein. Bewusstsein, weil sie viel miteinander schon erlebt haben, Welten durchstreift haben und sich super gut kennen. Und warum Familie? Wenn wir noch mal kurz zur Genetik zurückgehen. Genetik ist der Transmitter von Bewusstsein. Das Mhm. heißt, diese Seelen haben teilweise sehr ähnliche Genetiken, weil sie mit ähnlichem Bewusstsein schon die Erfahrungen in anderen Leben mit anderen gemeinsam gemacht haben. Deswegen sind sich diese Leute auch ähnlich. Aber es muss nicht ein und dasselbe Seelenhaus sein. Es Mhm. können unterschiedliche Seelen aus unterschiedlichen Strahlen sein, zum Beispiel die Seelen aus dem blauen Strahl, die Seelen aus dem roten Strahl, die aber sich so Mhm. stark kennen schon, dass sie sich die Welt teilen, dass Blau die Welt von Rot kennt und Rot die Welt von Blau kennt, weil die Energien so stark miteinander sind, dass man fast sagen kann, sie sind wie Familie, eine Bewusstseinsfamilie. Und ich sage das aus diesem Grund, dass man von vornherein schon verstehen kann, dass es nicht heißt, nur die Leute, die blau sind, können eine Familie bilden. Das ist nicht korrekt. Es ist genauso wie auf der Erde. Es gibt Familien, da sind asiatische Genetiken mit drin, afrikanische, lateinamerikanische, eurasische Genetiken. Und trotzdem ist es eine Familie. Und so könnt ihr euch das vorstellen. Deswegen sage ich Seelenfamilie, die sich aus verschiedenen anderen Seelenspektren zusammensetzen können. Hier ist also die Basis von, wie viel habe ich gemeinsam erschaffen, gemeinsam erlebt, gemeinsam in meinem Bewusstsein mit anderen. Und dadurch kann eine so starke Vertrautheit entstehen, dass ich eine Person sehe und sage, "Oh, die kenne ich, die kenne ich weiß nicht, woher Mhm. ich kenne sie. Und dann sieht sie mir auch noch so ähnlich oder sie verhält sich so ähnlich. Ich kenne Mhm. diese Person. Und das ist einfach, weil ihr so viel Bewusstsein miteinander teilt. Ich meine, Christiane, schau mal, was habe ich in der Hand? Teetasse. Eine Und Tasse. ich Teetasse. Wir haben
mal festgestellt, wir trinken beide unglaublich gerne Earl Grey Tee mit Hafermilch. So, könnte sein, dass wir hier schon ganz viel im gleichen Bewusstsein haben, weil wir uns schon kennen. Ja, Und ha natürlich. und ja, Mhm. Das richtig. kann sein, natürlich.